Hölzer abrichten mit einer Oberfräse, ist das möglich mit einer kleinen Vorrichtung an der Tischfräse? Ja, das schauen wir uns heute nämlich mal an. Wir bauen uns die kleine Vorrichtung für die Oberfräse, für die Tischfräse, um damit schön einfach Hölzer oder Bretter abrichten zu können. Servus und herzlich willkommen aus meiner Werkstatt bei Gipfelholz. So Leute, wir haben heute das Thema Abrichten. Gleich die Frage von euch da draußen, wie richtet ihr Hölzer ab, dass wir da wirklich zum Beispiel bei dem Holz, wir haben beide Seiten keine gerade Kante und wir brauchen ja eine gerade Kante, damit wir das auch wenigstens dann in der Tischkreissäge gerade sägen können. Wie macht ihr das da draußen? Habt ihr Abrichthobel? Wie macht ihr das Ganze gerade? Es gibt ja auch Möglichkeiten, das Ganze an der Tischkreissäge zu machen. Dort habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Aber habt ihr Abrichthobel oder schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Wir wollen uns heute eine Vorrichtung bauen, die das Ganze an einer Oberfräse möglich macht. Das heißt, wir werden das Ganze an einem Tisch bauen, an einem Frästisch, und dort werden wir eine Abrichte daraus bauen, um zum Beispiel solche Hölzer schön gerade abzurichten, damit wir da eine schöne gerade Kante haben. Wie funktioniert so ein Abrichthobel denn überhaupt? Das sage ich euch ganz kurz mal. Wir haben zwei Seiten und wir haben dann hier dieses Messer, das dann wirklich rotiert. Und das heißt, wir haben einen Aufgabetisch, das ist diese Seite, und wir haben einen Abnahmetisch, das ist diese Seite. Wir fahren mit dem Holz von dieser Richtung hier drüber. Dieser Tisch ist höhenverstellbar und das heißt, dieser Tisch ist immer niedriger als der Abnahmetisch. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt hoch und runter fahre, dann bin ich jetzt hier mit dem Holz unten und das Messer geht genau drüber und ich komme dann auf die gleiche Höhe wieder raus, wieder Abnahmetisch. Also das ist jetzt nur mal ganz kurz erklärt, und somit mit mehreren Malen drüber fahren habe ich einfach eine gerade Kante. Und das bauen wir uns jetzt in klein für die Oberfräse an einem Frästisch. Ich werde die Vorrichtung so bauen, dass es bei mir am Frästisch passt. Derjenige, der natürlich einen anderen Frästisch hat, überhaupt kein Problem, könnt ihr dann genauso verwenden. Das ist zum Beispiel ein mobiler Frästisch, den man an die Werkbank klemmen kann. Da habe ich letztens erst ein Video drüber gemacht, kann ich euch verlinken. Funktioniert auch mit diesem Frästisch. Allerdings müsst ihr natürlich hier mit Klemmen arbeiten oder mit Zwingen arbeiten. Aber das ist auch gar kein Stress für die Leute, die dann praktisch nicht so einen Frästisch haben oder überhaupt einen Frästisch haben oder vielleicht auch nur diesen mobilen hier. Und natürlich gibt es da auch schon Bauanleitungen im Netz. Das ist keine Erfindung von mir. Das wird auch ein relativ schnelles, kurzes Video geben, weil die Vorrichtung ist so einfach. Aber ich werde sie einfach so umsetzen, wie es für mich jetzt für meinen Frästisch am besten ist. Aber ihr könnt es da genauso auch für euren Frästisch, wenn ihr sowas bauen wollt, einfach für euch dann rausnehmen. Ich verwende jetzt für meinen Prototyp einen 18er Multiplex. Umso dicker, umso besser, und denn ihr habt nämlich umso dicker natürlich eine höhere Auflagefläche. Das müsst ihr bedenken. Ihr könnt es natürlich verwenden, was ihr wollt. Ich starte jetzt einfach mal rein. Ich sage jetzt mal, wie gesagt, das wird ein Prototyp. Ich schneide jetzt hier einfach mal 60 mm ab, und das wird der Streifen. Die Länge entscheidet natürlich auch, je nachdem, was für ein Frästisch ihr habt von der Länge her. Umso länger, desto besser, umso mehr Auflagefläche habt ihr natürlich dann zum Abrichten. Ich habe zwei Leisten gesägt, und zwar zweimal A60 mm. Die zweite Leiste müsst ihr nicht machen. Ihr könnt diese Vorrichtung dann am Schluss an euren Frästisch natürlich auch mit Zwingen befestigen. Ich habe es jetzt aber gemacht, ihr seht hier Nutensteine. Ich werde die ganze Vorrichtung, damit ich sie schnell hin und weg machen kann, mit Nutensteinen festmachen und mit Sterngriffschrauben. Das heißt, hier kommt noch eine Bohrung rein, um das Ganze festzuschrauben. Für diejenigen, die das nicht machen, den Arbeitsschritt könnt ihr dann vergessen. Ihr braucht dann bloß den Arbeitsschritt machen, weil wir werden dann nämlich hier eine Aussparung, da werde ich einen 25 mm Forstnerbohrer benutzen, hier eine Aussparung für den Fräser reinbohren und werde das Ganze dann, ich sage jetzt mal, hier noch 2 Löcher bohren, damit ich dann die Sterngriffschraube in der Höhe dann hinbekomme, damit ich es hinschrauben kann, und werde das natürlich jetzt im rechten Winkel einfach nochmal hinleimen, und ja, dann geht's weiter.
Bevor wir das jetzt im 90-Grad-Winkel zusammenleimen, schauen wir erstmal, ob es passt und ja, schauen wir einfach mal rein. Ja, scheint zu passen. Das Ganze noch drunter drücken. Ja, es passt doch, super. Okay, das können wir jetzt Ganze verleimen, damit es im 90-Grad-Winkel absolut wirklich super stimmt. Und dann sind wir eigentlich fast schon fertig. Jetzt müssen wir noch eine Sache machen, und zwar die Aufgabeseite. Die müssen wir jetzt erstmal einfräsen. Und ja, mir ist klar, ich kann das jetzt nicht mehr groß einstellen. Ich kann da jetzt nicht hergehen und sagen, ich will es einen halben Millimeter mit einem Millimeter. Diese Seite, die wir jetzt einfräsen, die ist dann fix. Das heißt, ich werde auf jeden Fall 1 Millimeter abnehmen von der Aufgabeseite, damit ich dann 1 Millimeter immer abfräse von dem Holzstück. Also ihr wisst, was ich meine hoffentlich. Wenn ich jetzt hier 2 Millimeter mache, dann wird es 2 Millimeter abfräsen. Mache ich nur einen halben Millimeter, habe ich nur einen halben Millimeter. Also ich stelle aber meine Fräsvorrichtung so ein, dass ich einfach 1 Millimeter abnehmen werde. Unsere Vorrichtung wäre jetzt theoretisch fertig. Ich zeige euch, was ich jetzt hier gemacht habe. Und zwar, wenn wir das jetzt richtig schön plan anlegen, dann seht ihr diesen Spalt hier. Dieser Spalt ist jetzt praktisch unsere Aufgabeseite. Dort wird Holz geführt, hier wird es gefräst und hier wird es gerade weiter gefräst. Natürlich ist Voraussetzung, dass wir den Fräser am Schluss richtig einstellen. Wie wir den Fräser einstellen, das zeige ich jetzt euch gleich hier an der Tischkreissäge, an der Tischfräse. Aber Leute, mir fällt da jetzt noch was ein. Das hätte ich zwar vorher machen sollen, aber um das Ganze dann, ich sage jetzt nicht 3 Hände zu benötigen, werde ich noch, wo habe ich denn meine Zwingen? Ja genau, ihr kennt doch diese kleinen Einhandzwingen, diese kleinen Dinger da. Und da werde ich jetzt mir jetzt noch eine Bohrung setzen, um die Einhandzwinge dort noch anzubringen. Genau, weil wir brauchen jetzt nämlich noch ein kleines Brettchen oder ein gerades Brettchen, wo wir dann den Fräser ausrichten können. Ach, ich mache es jetzt einfach mal und dann zeige ich euch, was ich jetzt damit gemeint habe, damit ich die Hände frei habe. Also, bauen wir da noch eine Bohrung für die kleine Einhandzwinge. Dann nehme ich jetzt einfach einen 15er Forstner Bohrer, der passt mit der Einhandzwinge zusammen. Ihr müsst natürlich selber entscheiden, was ihr für Einhandzwingen habt oder für Zwingen. Ihr müsst halt größer oder kleiner bohren. Bei mir reichen 15 mm und da machen wir jetzt hier einfach mal eine Bohrung und setzen da eine 15er Bohrung rein. Gut, und da passt nämlich auch diese kleine Einhandzwinge ohne dem roten drauf. Jetzt schauen wir das Ganze mal fest. Ich habe es mal angebracht für diejenigen, die es jetzt nicht haben mit Anschlag und mit Nuten. Die können das Ganze natürlich mit 2 Zwingen vorne und hinten einfach anbringen und müssen so den Fräser einstellen. Apropos Sterngriffschrauben. Ich habe mal ein Video gemacht, wie man sich Sterngriffschrauben selber machen kann. Das sind die sind aus Heißkleber. Total einfach gemacht und für ein paar Cent oder praktisch nur eine Schraube, die ihr braucht, so ein bisschen Heißkleber, könnt ihr euch diese Teile selber machen, weil die Teile sind ja wirklich richtig teuer, muss ich sagen. Und schaut euch das Video an, aber darum geht's jetzt nicht. Die tue ich jetzt mal weg. So, jetzt habe ich jetzt gemeint, wir müssen ja unseren Fräser auf diese richtige Tiefe einstellen, auf diesen Millimeter. Und da brauchen wir jetzt noch eine andere Leiste, die wir dann gegen hinlegen. Dann haben wir ja diesen Spalt und darauf stellen wir jetzt unseren Fräser ein. Jetzt dachte ich mir, 3 Hände, Anschlag, festschrauben und so weiter und so fort. Jetzt nimmt man einfach die Einhandzwinge, tut die hier rein, ganz leicht einfach dran, zack, und schon ist es fest und schon habe ich jetzt eine Hand mehr übrig. Schaut's Leute, und jetzt können wir ganz einfach unseren Fräser einstellen, und zwar, ob das jetzt mit Zwingen ist an einem normalen Frästisch oder am Anschlag, den können wir jetzt öffnen und können den Fräser so hindrehen, dass er dieses Holzstück gerade so berührt beim Fräsen, und könnt ihr den wirklich fein einstellen, ohne dass ihr das noch festhalten müsst. Ich finde es ganz cool. So, schauen wir mal, ob es passt. Noch ein kleines bisschen.
Perfekt, machen wir einen Anschlag fest oder die Zwingen fest und fertig. Jetzt können wir eigentlich abrichten. Ja, dann versuchen wir jetzt einfach mal was abzurichten. Ihr seht, diese Bretter, die passen überhaupt nicht zusammen, egal welche Seite. Ihr seht, das sind da riesen Löcher drin. Da kann ich durchgucken. Und das wollen wir jetzt mal abrichten. Mal schauen, ob das jetzt mit diesen Brettern funktioniert. Die sind krumm und scheps. Und wir wollen da jetzt einfach mal eine gerade Kante hinbekommen. Natürlich muss jedem bewusst sein, dass ich hier nicht solche fette Riesenbalken nehmen kann, um die ganzen abzurichten. Das ist jetzt eher gedacht für, ich sage jetzt mal, Bretter und solchen Sachen. Es kommt immer natürlich darauf an, wie hoch euer Fräser ist. Also umso höher der Fräser ist, umso mehr könnt ihr natürlich abrichten. Da ist natürlich ein Abrichthobel oder eine stationäre Maschine, die wirklich einen breiten Durchlass hat, ist natürlich schon von Vorteil. Also das heißt nicht, dass es jetzt eine eierlegende Wollmilchsau ist, aber um solche Bretter abzurichten, wir werden es probieren. So, meine Lieben, die Stunde der Wahrheit. Schauen wir mal, ob sie richtig schön zusammenpassen. Jetzt schaut euch mal das an, wie perfekt das ist. Ich werde es natürlich jetzt noch mal mit einem Winkel messen. Also mega. Und das mal ganz schnell mit der Fräse. So, jetzt legen wir noch einen Winkel drauf und schauen, ob es hier irgendwo ein Lichtmaß gibt. Nee, absolut nicht. Gar kein Lichtmaß, nichts ist da drin. Richtig cool. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Dann testen wir das jetzt auch nochmal und machen unser Dreieck wieder zusammen. Und jetzt, wow, jetzt schaut's mal, wie genau das passt. Kein Spalt mehr, gar nichts mehr. Und das zusammenleimen und fertig. Mega, was meint ihr dazu? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Also ich finde, das funktioniert mal richtig, richtig gut. Leute, dass es da bei euch genauso gut funktioniert wie bei mir, müsst ihr so ein bisschen auf was achten. Außerdem schauen wir nochmal ganz schnell drüber, ob wir da ein paar Verbesserungen machen könnten. Wer noch Verbesserungen hat oder noch Ideen hat, wie man das Ganze noch weiterentwickeln könnte, der schreibt es bitte gerne unten auch noch zusätzlich in die Kommentare rein. Außerdem, alles, was ihr im Video gesehen habt, werde ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der wirklich super wichtig ist für euch da draußen, die es nachbauen wollen, damit es auch richtig funktioniert. Leute, das muss absolut im 90-Grad-Winkel sein. Das muss wirklich super, super genau sein, denn sonst wird's nicht schön. Das heißt, wir haben da immer einen kleinen Spalt drin oder so und das wollt ihr natürlich nicht haben. Deshalb achtet bitte drauf, dass dieser Anschlag oder dieses Brettchen wirklich absolut 90 Grad zum Fräser ist. So, jetzt kommen die ein oder anderen und sagen bestimmt, da kann ich ja nur ganz dünne Brettchen machen. Nee, ihr könnt es auch ein bisschen dickeres machen. Wenn ihr dann eine bessere Führung haben wollt, dann müsst ihr das Ganze nur aufdoppeln oder einfach nur stärker machen. Und es gibt auch Schaftfräser, die länger sind. Ich habe jetzt nur, ja, ist relativ kurze. Und die gibt's aber auch, glaube ich, mit 70 oder 80 Millimeter Länge. Ist überhaupt kein Stress. Und die Fräserstärke ist eigentlich wirklich egal. Das ist jetzt ein 10er, ihr könnt aber auch einen 8er verwenden. Das ist überhaupt kein Stress, weil ihr stellt den Fräser ja auf eure Tiefe ja ein. Also das ist überhaupt kein Stress. Nur für diejenigen, die es dann wieder rummaulen. Gut, es wird bestimmt jemand wieder sagen, ja, da kann ich ja nur eine feste Stärke machen. Ja und nein. Also man könnte sich noch überlegen, ich habe leider auch keine dünne Leiste da oder sonst irgendwas Dünnes. Und zwar Metall mit 0,5 mm gibt's ja.
Und wenn ich jetzt da ein bisschen mehr wegfräse und dann praktisch eine Schiene hinmachen würde, um das wieder 0,5 mm nach oben zu holen oder nach vorne zu holen, dann könnten wir theoretisch jetzt doch ein bisschen mehr einstellen. Ihr wisst, was ich meine. Also ich fräse hier 2 mm weg, mache dann nochmal eine Leiste hin mit, also die muss dann natürlich richtig passend sitzen, mit 0,5 mm Stärke oder mit 1 mm Stärke. Somit könnte ich so ein bisschen, ich sage jetzt mal nicht im Zehntelbereich oder ja, 5/10 Bereich, könnte ich ein bisschen rumspielen damit. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit, was man hieran verbessern könnte. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Schreibt es aber unten rein, wenn ihr da so ein bisschen andere Gedanken noch im Kopf habt. Kauft ihr keinen Abrichthobel, das ist jetzt nur so eine Halbwahrheit gewesen, denn ja Leute, mir ist ganz klar, dass es keinen Abrichthobel ersetzen kann. Aber ich kann trotzdem schöne Bretter abrichten, überhaupt kein Stress, die können auch ein bisschen länger sein, je nachdem wie euer Frästisch aufgebaut ist. Das funktioniert, aber fette Balken oder so durchschieben, das funktioniert natürlich nicht. So Leute, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst dem Video einen Daumen da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst die kleine Glocke nicht, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.